Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Tag Nummer 4 ist unser letzter Tag in diesem Jahr im Habachtal und wir wollten eigentlich an unserer alten Schürfstelle von gestern weitersuchen, aber obwohl es viele Wolken am Himmel gibt, ist das Wetter heute ziemlich gut. Deshalb hat es uns gereizt, noch ein bisschen höher nach oben aufzusteigen und nochmal einen neuen Schürfplatz zu probieren. Ihr könnt da unten den Gasthof Alpenrose sehen und damit sind wir am heutigen Tage so hoch wie nie zuvor und vielleicht kommen noch ein paar größere Smaragde. Das werden wir jetzt gleich sehen und freuen uns, euch wieder dabei zu haben. Also, los geht's! Heute hat es um einiges länger gedauert, bis wir einen Platz gefunden haben, der uns zum Schürfen geeignet scheint. Zu dem bisherigen Weg bis zur Smaragdschürfstelle kam jetzt nämlich noch der Berganstieg hinzu, der notwendig war, um weiter nach oben zu kommen. Einfach nur hinaufzuwandern wäre wahrscheinlich eine eher geringe Herausforderung gewesen, jedoch mit dem Gepäck unserer Ausrüstung auf dem Rücken hat es sich schon um einiges anspruchsvoller dargestellt. Man darf ebenfalls nicht außer Acht lassen, dass wir uns hier im hochalpinen Gelände bewegen und daher stets mit der Kondition und den Kräften haushalten sollten. Bevor es weitergeht, legen wir daher ganz bewusst eine Pause mit einer kleinen Stärkung ein. Zum bewussten Bewegen in einem anspruchsvollen Gelände gehört es sicherlich auch, die Umgebung stets im Blick zu behalten und es bietet sich an, eine Pause dafür gleichzeitig ebenfalls zu nutzen, um die Zeit effektiv auszuschöpfen. Neben dem herrlichen Ausblick, der uns von hier aus eine ganz neue Perspektive auf das Habachtal eröffnet, entsteht im Kopf auch schon langsam ein Plan, wie es gleich nach der Pause weitergehen wird.
Ein schöner großer Pyritwürfel wurde gerade freigespült. Es ist total herrlich hier oben, das könnt ihr mir glauben. Der Ausblick nach unten ist fantastisch und auch die Smaragde, die wir finden, denn hier auf dem Waschbrett ist gerade schon der nächste liegen geblieben und er hat auch wieder eine sehr schöne grüne Farbe, ist auch etwas größer als der von vorhin und tatsächlich kommen sie in relativ kurzen Abständen. Das ist wirklich klasse. Smaragd Nummer 2 für heute. Vielleicht sogar Nummer 3. Wir haben noch einen dabei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das werden wir uns aber noch mal genau angucken, wenn wir wieder eine ruhigere Umgebung haben. Sehr schön, Nummer 2 mindestens. Nach nur einem einzigen Tag müssen wir das Schürfen an dieser Stelle jetzt leider einstellen, weil unser Aufenthalt schon wieder vorbei ist. Aber wir machen mit euch jetzt erstmal die Fundauswertung und sehen uns an, was wir gefunden haben. Für uns war es in diesem Jahr der 4. Tag des Habachtal-Aufenthaltes, der ursprünglich eigentlich ganz anders geplant war, als er sich dann schließlich zugetragen hat. Denn wir hatten eigentlich beabsichtigt, genau an der Stelle zu bleiben, wo wir auch die Tage zuvor geschürft hatten. Jedoch hatte sich das Wetter dann so positiv entwickelt mit viel Sonnenschein und sogar einiger Wärme, dass wir uns dann entschieden haben, unseren Plan ganz spontan umzuschmeißen, als wir eigentlich schon an der Schürfstelle waren. Das Ergebnis, zu dem der Tag Nummer 4 dann schließlich geführt hat, sehen wir nun hier. Am höher gelegenen Schürfplatz, den wir an diesem Tag ausgewählt hatten, konnten wir insgesamt 5 sehr spannende Mineralien finden und diese sehen wir nun hier vor uns aufgereiht und wollen sie uns nun einmal im Detail betrachten. Diesmal habe ich allerdings nicht die Fundreihenfolge, sondern die aufsteigende Reihenfolge nach Karat gewählt. Wir beginnen mit dem leichtesten Smaragdfund von 0,05 Karat. Es ist dieses kleine Smaragdsplitterchen, das nur sehr wenig auf die Waage bringt. Allerdings zeichnet es sich durch eine sehr schöne satte grüne Farbe aus. Etwas blasser ist dann der zweite Smaragd, der 0,25 Karat auf die Waage bringt. Beim dritten Smaragd war ich mir zuerst nicht sicher, ob es sich um einen solchen handelt, weil er nicht ganz so charakteristisch grün ist. Er ist ziemlich dunkel, dafür allerdings größer als die anderen beiden. Und wir sehen, er ist der größte Smaragdfund von Tag Nummer 4 mit 0,30 Karat. Dieses Ergebnis war für uns genauso überraschend wie auch erfreulich, da wir nämlich festgestellt haben, dass auch der spontane Ortswechsel dem Erfolg unserer Suche keinen Abbruch getan hat. Denn immerhin sind 3 Smaragde für einen Tag ein absolut hervorragendes Ergebnis und allein damit hätten wir schon sehr zufrieden sein können. Jedoch wurden wir noch weiter vom Glück belohnt, als ein unbekanntes Mineral auftrat, was wir hier an der 4. Stelle mit 1,05 Karat sehen. Der große Pyritwürfel, der ebenfalls auftauchte, der übertraf dann natürlich vom Gewicht her alle Funde zuvor. Und
wenn wir einmal sehen, im Vergleich zu anderen kleinen Pyritwürfelchen, die wir an diesem Tag ebenfalls gefunden haben, ist er natürlich riesengroß und bringt stolze 7,65 Karat auf die Waage. Was wir an dieser Stelle noch überhaupt nicht klären konnten, war, worum es sich bei diesem Mineral handelt. Denn es war ja wie gesagt unser letzter Tag und nachdem wir diese tollen Funde gemacht hatten, mussten wir alles zusammenpacken, zurückwandern, die Ausrüstung verstauen und wieder ins Tal bringen. Und damit blieb natürlich keine Zeit, sich näher mit diesem Fundstück zu beschäftigen. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir das nicht im Nachgang getan haben. In der Zwischenzeit haben wir einige Erkundigungen eingeholt und befinden uns nun in der glücklichen Lage, euch ganz genau sagen zu können, worum es sich bei diesem Mineral handelt. Ein großer Dank geht hierbei an Mineralien Steiner in Bramberg. Die Experten von Mineralien Steiner für alpine Mineralien waren so freundlich, unser Fundstück einzuordnen. Und zu welchem Ergebnis die Experten gekommen sind, das sehen wir nun. Es handelt sich um einen sogenannten Beryl, Varietät gemeiner Beryl, quasi ein Smaragd ohne Chrom. Das Chrom ist für die grüne Färbung vom Smaragd verantwortlich. Damit lässt sich dieser Mineralienfund ganz zweifelsfrei einordnen und wir möchten es an dieser Stelle auf gar keinen Fall versäumen, uns für die geleistete Hilfe bei Mineralien Steiner aufs Herzlichste zu bedanken. An dieser Stelle deshalb noch einmal vielen Dank für diesen unglaublich wertvollen Beitrag zu unserer Fundauswertung und die Erlaubnis, die Informationen in unserem Video hier verwenden zu dürfen. Bei etwas näherer Betrachtung sieht man, dass der Beryl farblos und transparent ist. Auch durchscheinend könnte man ihn bezeichnen, da er natürlich keine Einfärbung hat. Wir kriegen es kaum in einer Nahaufnahme sichtbar gemacht. Er hat an einer Stelle einen ganz kleinen grünen Punkt, an dem sich vielleicht etwas Chrom hineingemischt hat. Es hätte also theoretisch aus diesem Beryl auch einmal ein Smaragd werden können, aber da hatte die Natur ganz offensichtlich andere Pläne. Was es dann noch wieder faszinierend macht, wie sich die Dinge ganz ohne Einfluss des Menschen auf natürliche Weise entwickeln können. Durch den Berylfund, den wir an diesem Tag glücklicherweise machen konnten, können wir unseren Fundstücken aus dem Habachtal nun noch ein weiteres Mineral hinzufügen, was wir bislang noch nicht gefunden haben. Und damit wurde dieser Tag, auch wenn es nur ein einzelner war, zu einem sensationellen Abschluss unserer Reise im Jahr 2023. Wenn wir einmal den Berylfund außer Acht lassen und uns nur die Smaragde ansehen, die durch die Chromeinschlüsse eine grüne Färbung erhalten haben und deshalb in diesem Sinne auch als Smaragde zu bezeichnen sind, dann bringen unsere Smaragdfunde von Tag Nummer 4 insgesamt 0,60 Karat auf die Waage. Dass ein einzelner Schürftag tatsächlich ausreichend sein kann, um so ein tolles Gesamtergebnis zu erzielen, das hätten wir ehrlich gesagt selbst kaum für möglich gehalten und freuen uns daher umso mehr, euch diese tollen Funde präsentieren zu können. Das überraschende Ergebnis dieses einzelnen Schürftages im Habachtal werden wir uns nun noch einmal in der abschließenden Fundschau gemeinsam ansehen. Unser Aufenthalt im Habachtal für dieses Jahr ist leider schon wieder vorbei, aber wir schließen es natürlich nicht aus, wieder hierhin zurückzukehren und hoffen, dass euch auch dieses Video wieder gut gefallen hat. Bis bald und wir freuen uns, euch schon bald wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, auf Wiedersehen!